Was geht ab, Leute? MAM, Mohammed Ali Malik 812 ist im Gebäude und die Jungs von Illboys, mein Mann Kevin ist am Start. Shoutout an Illboys, Shoutout an alle, die eingeschaltet haben und zugucken. Viel Spaß. Yes. I'm ill, I'm ill, I'm ill, ra, ra. I'm ill, I'm ill, I'm ill, I'm ill. What it is, y'all? It's the Illboys boss, the Illboys cop, or whatever you want to call me. You should know the slogan by now, niggas. And we in another Illboys exclusive right now in the Ill studio with my man Muhammad Ali Malik about to get in this. And like Henry said last night, let's do this for hip hop. Muhammad Ali Malik, Was geht? alles gut? Danke, Bro. Wie geht's dir? Lange nicht gehört, Lange nicht gesehen, lange nicht gesehen. lange nicht gesehen, aber doch erkannt, Digga. Aber doch erkannt, Leute. Auf jeden. Auf jeden. Natürlich. So, wir hatten dich in der FG-Konstellation vor Jahren gebreakt mit deinem ersten visuellen Interview. Ja. Get with it or get lost. We was the first Illboys. Die ersten auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall jetzt, ein paar Jahre später, ist das Ganze solider geworden, ist das Ganze ein bisschen runter geworden, hat sich ein bisschen rar gemacht, aus der Szene gehabt für eine lange Zeit. Man sagt, er hat sich reinvented. Wenn man so sagt. Wenn die Leute sagen, richtig, sind die Leute da richtig oder wie würdest du das sehen? Also reinvented ist vielleicht ein bisschen, also für mich persönlich wäre das zu hochgegriffen, um Okay. das zu beschreiben, aber ich fühle, was du sagst, weil ich habe ja wirklich lange nichts gemacht und die neuen Sachen, die ich jetzt gemacht habe, klingen ja definitiv auch anders. Das war aber eigentlich eher so ein natürlicher Prozess aus dem heraus, dass ich echt lange nichts gemacht habe, angefangen habe zu produzieren und dann aus dem Bewusstsein heraus wieder gesagt habe, ich habe auch wieder meine eigene Musik zu machen und das miteinander zu verbinden. Weißt du? Ja, gutes Segway zu deinen Producer-Qualitäten und kommen wir gleich zu. Ja. Aber die alte Konstellation, FGMA, wie sieht es damit aus, gibt es noch? Weil auch Leute, die mich angehauen haben, wo ist FGMA, wie ist das Follow-up, gibt es das noch? FGMA ist auf jeden Fall an dem Punkt erstmal so stehen geblieben für uns in dem Moment. Wir haben ja damals Projekt Elias gemacht und danach sind einfach lebenstechnisch bei uns allen bestimmte Wege eingeläutet worden und wir haben weiter Mucke gemacht, aber erstmal war es so ein bisschen unklar so und es gab für mich auch persönlich keine ganz klare Struktur, wie ich sage, ey, so mache ich weiter Musik und genau deswegen habe ich dann halt mich auch erstmal so voll in die Produktion reingestürzt ein bisschen, weil wie ich so eine Kompensation gesucht habe. Ich habe die ganzen Jahre FGMA habe ich ja gerappt, selber geschrieben und dann auf einmal hatte ich irgendwie die Nase voll, weil 4 Projekte und ja genau, immer Output und dann dachte ich, gehe ich mal auf die andere Seite der Macht sozusagen. Ihr wart ja auch Rebel Comedy damals. Auf jeden Fall. Eine der ersten Shows, ja. quasi Hip-Hop-Komponenten, die auf Rebel Comedy zu nehmen waren. Checkt den Scheiß, Rebel Comedy ist ja, hat seinen eigenen Weg jetzt eingeschlagen mit WDR und Die Jungs sind mega gut. was die Leute gerade machen. Shoutout an dieser Stelle auf jeden Fall an zwei meiner Lieblingscharaktere, Pooh und Inissa auf jeden Fall. Auf jeden Fall beides Iraner, beides Hometown Palästina. Auf jeden Fall. Ja, du hast, ich hau's mal einfach raus, du hast für namhafte Leute produziert, hast deine Producer-Credits meiner Meinung nach schon erlangt, dadurch, dass du mit Disaster auch deine Producer-Zeit gefristet hast. Ja, mit ihm hat das angefangen im Endeffekt, ne? Also, Disaster war der Erste, der auf meine Beats gerappt hat, so richtig. Check Disaster aus. So Auch deutscher
Stamp von mir, Certified, 100 Pro. auf jeden Fall. Die Sache wird noch die nächsten Jahre auseinandergehen. Sagst du? Ja, sage ich auf jeden Fall. Co-Sign, auf jeden Fall. Unter 8, 12 Sound, richtig? Richtig, Also- 12 Sound war erstmal mein, genau, so bin ich eingestiegen. Dein Producer-Unternehmen, wenn Leute immer noch auf danach fragen, 8, 12, he making a hit, this a man, behind the brand, so any European artist, even overseas, you know the plug already. Contact me, and I'm gonna put you in contact with this man. Digga, super gern. Auf jeden Fall, making them international business money, you heard? International guapen. Bei dem Plug kann nur Gutes bei rauskommen. Auf jeden Fall, absolut. Bisschen mehr auf deine Producer-Qualität rumgehabt. Du hast auch hier, vielleicht kann man ranzoomen an den guten Track hier. Du hast auch mit NASA Mucke gemacht. Genau. Wie ist der Kontakt da so entstanden? Ja, wir haben ja damals bei Projekt Elias auf dem Album Fucker Lifestyle von NASA hatten wir ja 2 Tracks, wo wir als Projekt Elias ein Feature gemacht haben. Weiß nicht, ob du die gehört hast. So, Ja, normal. Genau, die Pyramiden hinter Normal, Sweet 16. Sweet 16 gab es ja schon, haben wir ja geremaked sozusagen mit einer Idee. Und da war die Connection, also er hat Projekt Elias im Internet entdeckt, also hat unser Video SOS gesehen und hat uns daraufhin eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, Jungs, krass, so. Und seitdem sind wir halt in Kontakt und haben uns halt immer ausgetauscht. So funktioniert das. Hip-Hop for love. Auf jeden. Wer hätte gedacht, dass das noch funktioniert, so einfach, aber Hip-Hop for love. We doing it for Hip-Hop. Shout out Kendrick Lamar one more time. For bringing them Grammys home. 5 Grammys? Ja. Digga. Town Business, CD, Wie ist das? Ali, I see you. Top Dog, I see you. Punch, you know already. Nigga, I'm certified. Hey, my nigga Q. Shout out to Q for bringing the classic. That's all where you at. I know the niggas tripping, but you put them new project out, nigga. But it is what it is. West Coast to the down, West up, what's up, J-Rock? Auf jeden kleine Brief Intermission. Kleine Brief Intermission Ja. an die Grammys angelegt. An die Grammys eigentlich. Shout out Stevie Wonder. Krass, der war echt da, ne? Ja, man. Mies. You know we doing the love. Auf jeden Fall. Nazar an dieser Stelle, shout out Nazar. Schau da mal so. You know, if you need a ear, wenn du ear Interview brauchst, Digga, wir sind Land, ne? Komm her. Definitiv. Was? Definitiv. We go. Du wirst mich in Kontakt setzen mit ihm. Auf Kamera auf jeden Fall. Let's get it in, auf jeden Ich werde Fall. ihn auf jeden Fall über Illboys aufklären. Ja. Stereo Player. Ja. Du hast jetzt gerade die Leute, die Illboys verfolgt haben, auch die letzten Tage haben das vielleicht beobachten können. Du hast neue Visuals für deine Single Konfusion, richtig? Richtig, genau. Du kannst nicht verleugnen, was du im Herzen weißt. Nur Schmerz und Fleiß bezahlen dir das Ticket Richtung Unendlichkeit, ey. Musst dich auf dich konzentrieren, schon so viele Songs geschrieben. Du wirst deine Chance kriegen, ey. Gib einfach dein Bestes, Digga, und gib deine Träume niemals auf, Digga. Niemals. Mal schauen, was das Leben noch zu mir bringt, ha? Hab meinen Namen so oft vergessen, tut mir leid, ich war viel zu lange blind, Mama, ey. 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 Mal schauen, was das Leben noch zu mir bringt, ha? Hab meinen Namen so oft vergessen, von allein fällt er mir nicht wieder ein. Nein. Meine Mama sagt mir, lach mal wieder, träum mal wieder, sei mal wieder unbeschwerter. Hab in meinem Kopf so viele Leiden wie der junge Wärter. Wolfgang, Ja. big moves, immaculate visuals, by the way. Auf jeden Fall checken. Danke, Bro. Auf jeden Fall checken.
rundes Produkt meiner Meinung nach. An dieser Stelle Certification AO Plug. Nice. Check out my man Mohammed Ali Malik on Certified. New Joint Certified auf jeden Fall. Danke sehr. Segway auf jeden Fall zu deiner EP. Du hast so namhafte Künstler wie Abdel. Das ist ein sehr guter Kollege von mir auf jeden Fall. Einfach, ja, genau. Auf dem Vocalist. Ja. Kram. Genau, richtig. Ja. Pack. Genau, Abdel hat ja die Hook gekriegt bei Alchemist und Ja. genau, also der Track ist sowieso, der Track hat von der Entstehung her am längsten gedauert und war Okay. am intensivsten, weil mir war es voll wichtig, dass der Titeltrack, also dass ich die EP Alchemist nennen will, war mir schon klar, bevor ich überhaupt einen Track hatte. Wieso Alchemist? Hat sich irgendwie festgebissen. Also ich war ursprünglich auch stark inspiriert durch das Buch von Paulo Coelho, der Alchemist. Ja, Ne? nochmal. Und dann hat sich dieses Motiv aber irgendwie so für mich durchgezogen. Ich habe mich irgendwie an den Begriff total so, weil kennst du das, wenn du durch irgendeinen so einen bestimmten Begriff, irgendeinen so einen bestimmten Drive, so einen bestimmten Film im Kopf hast und es war für mich klar, ich will der dich packt. der dich packt, genau richtig. Und Der dich im Bahn zieht. so ein Film halt, ne? Ich hatte so einen Film im Kopf und ich wusste, ich will eine EP machen, die so heißt und dann habe ich mir gedacht, okay, und dann, genau, bei dem Titeltrack habe ich derbe lange gehadert, also 3-4 Hooks gemacht, bis ich dann die Hook gemacht habe mit Abdel zusammen, die es jetzt geworden ist und damit war ich dann happy. Großes Ding auf jeden Fall. Stichwort Film im Kopf und so. Du hast eine sehr inspirierende Line gehabt. Hab leider in meinem Kopf wieder junge Wörter. Naja, sei mal wieder unbeschwert. Auf jeden Fall. Worum dreht sich für dich jetzt gerade Mucke? Als sozusagen, ich wage es zu sagen, als Newcomer, reinvented Newcomer. Normal, man fängt ja immer wieder an, ist so, ne? Ja. Und was gab es eigentlich so einen Punkt, wo du sagst, ich hatte einen Distaste für die Hip-Hop-Szene und deswegen habe ich mich rar gemacht, oder? Ja, muss man schon so sagen. Also ich habe schon so einen gewissen Distaste für die deutsche Hip-Hop-Szene. Aber gar nicht schlimm. Ich habe nur irgendwie, habe ich dir vorhin schon gesagt, so nach Projekt Elias, wir haben mega viel ausprobiert. Ich habe als Mohammed Ali Malik 3 Mixtapes gemacht, die hast du ja gehört bestimmt oder gesehen. Ja. Und haben wir auch damals drüber gesprochen. Und Ja. dann P, und P war ja nochmal ein ganz anderes Projekt so. Und da war so viel irgendwie, so ich habe so viel von mir selber preisgegeben, dass ich irgendwie so kennst du, wenn du dich einfach so ja, ausgelaugt fühlst in der Hinsicht, dass du nicht mehr weißt, worüber du reden sollst, weil du hast so viel gesagt, du hast so viel Mucke gemacht und bist aber trotzdem karrieretechnisch, wenn man das jetzt auf dieser Ebene betrachten will, immer noch an einem Punkt, wo man sich eigentlich denkt, Digga, ich wäre jetzt eigentlich schon gerne weiter, ich würde jetzt gerne mein Album rausbringen und ich will, dass es stabil geht, weißt du? Und das war irgendwie so eine kleine Sinnfindung, dass ich dann gesagt habe, okay, was ist Musik für mich, was bedeutet Musik für mich, so, wie will ich weitermachen und genau, dann war für mich erstmal so die Konsequenz, okay, Digga, fuchs dich mal ein bisschen mehr in die Production rein, weil wenn du deine eigene Mucke auf Vordermann bringen willst, musst du von der Produktion noch viel mehr Ahnung haben, als du jetzt hast und da noch viel mehr Gas geben. Ja, ohne jetzt die mehr Fahrten zu geben als nötig. So, ich meine, Disasterprojekte waren 8-12-mäßig immer solide, so wie ich das mitgeschnitten habe. Und falls ihr, wir haben das FG-Mal-Interview damals mit dem schönen Coinphrase Kufa, Ungläubigen, halt angefangen. Falls ihr immer noch nicht gläubig seid, was Mohammed Ali Malik angeht, Backtrack is Music, so. Auf jeden Fall holt euch irgendwie alle seine Projekte und zieht euch das auf jeden Fall rein. 8-12 ist definitely in a building. Holt euch die EP, definitely certified. Ich weiß nicht, fühlst du dich frei genug über den Mentor
quasi zu sprechen, wie du ihn selber genannt hast, Shahid, Voll. weil er ist ja jetzt auch im neuen Video Check wie Visuals Once Again. Auf jeden Fall. Also der erste Verse von Konklusion ist ja im Endeffekt, mein Bruder sagt mir, rap mal wieder, schreib mal wieder. Und das ist Hutan, ne? Weil alles, was ich in dem Verse sage, sind Dinge, die Hutan zu mir gesagt hat. Und zwar über die ganze Zeit, wo ich nicht selber gerappt habe, sondern er gesehen hat, Digga, du produzierst, du machst für die anderen Leute, aber du selber machst nicht. Und Shoutout Shahid, Shahid. Shoutout 5-3, we go back, Auf jeden Fall. Kindertagen, Auf you already know. So Kapitel in meinem Leben, die ich auf jeden Fall nicht wegradieren will. So. Glaube ich dir. Mit dem Jungen, er macht seinen Weg, Shoutout Shahid, like his page, follow what he's doing, he definitely not stagnating in this motherfucker. Und hier an dieser Stelle auch EO Plug, Shahid definitely. The family still the family. Nur dass die Leute jetzt independent ihr Ding für eine Weile machen und eigenen Fahrten produzieren. Das ist organic Build-up. Hat sich alles organisch entwickelt. Deswegen war es für mich auch cool, dass der erste Verse auf der EP sozusagen auch diese History aufgreift, diesen Heritage aufgreift und sagt, okay Digga, da komme ich her, weißt du? Und das ist so mein Hustle, meine Inspiration. Hutan kommt vor, meine Mama kommt vor in dem Track. So. Genau so. Darum geht's. Und auch, ich meine, mit 5-3 auf dem Drake Beat damals. Auf Funky, Ich habe ihn sowieso erstmal gefragt, ob er mir den Beat loopen würde und dass wir beide drauf kicken. Also, keep a lot for Terror too, ne? Auf jeden Fall. Er macht sein Ding. Ja. Er arbeitet auch gerade an neuem Stuff, habe ich auch schon ein bisschen was gehört. Shoutout. Gibt's da irgendwie brennheiße Infos, so Releases bei dir jetzt? Bei mir direkt? Also ich habe jetzt keine Future Projects. Ja. Ich arbeite mit einem sehr, sehr guten Kollegen zusammen an einem Projekt, in dem wir alte Sachen von mir nochmal anders aufbereiten wollen. Weil die meisten der alten Mixtapes sind ja auf Freebeats entstanden. Ne? Und wir haben uns jetzt ein bisschen zusammengehockt und wollen da vielleicht nochmal so eine Reinvention draus machen aus den alten Sachen. Reinvention auf Original Beats. Genau, auf Original Beats, genau. Und nochmal mit einem anderen Flow und vielleicht die Texte sogar minimal ein bisschen ändern und so. Aber das ist noch in den Kinderschuhen. Ansonsten will ich unbedingt dieses Jahr Richtung Album was machen. EO Plug, definitely keep it locked with this man right here. Album ist auf jeden Fall am Kommen und ihr wisst Bescheid, wenn ihr mich seht ihr Mohammed Al-Malik, wenn ihr Mohammed Al-Malik seht ihr im besten Fall mich und deswegen Follow-up schon geplant, Follow-up schon in den Gewissen gesprochen jetzt, dass wir hier nochmal beleuchten, wenn es dann soweit ist. Sehr gerne. Ja, du hast gerade... Dann habe ich auch mehr zum Vorspiel auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du hast gerade gesagt, so, dass du selber nicht so richtig deutsch Rap-Szene affin bist gerade. Was denkst du kritisch jetzt über so Phänomene wie AOM? Super cool. Also ich finde AON ist super cool, ehrlich gesagt. Ich habe auch zwei Kollegen, die da mitarbeiten, beziehungsweise der Benny und der Chucky auch von Rebel Comedy, die kenne ich ja noch von damals so indirekt und genau, die sind ja mega aktiv und machen da ihre Sachen und genau, fatal. Also ich finde die Jungs cool. Ich finde das, was sie machen, sehr cool. Vor allem, weil sie diesen alten Sound wieder rausholen und
und ihn aber auf 2016 bringen. Ja. Reef kenne ich nicht, aber Reef ist auch super krass. Reef ist einer der underratedsten Producer hierzulande. Reef, Shoutout an Reef. Er bringt mich immer wieder nach Cali, obwohl die Leute quasi sich nicht klassisch einordnen wollen. Wiederholt gesagt so, aber er bringt mich immer wieder nach Cali mit seinen Beats. Auf jeden Fall. Gutes Segway. Nur mal, jetzt wo wir aufs Deutsche eingegangen sind, ein bisschen. Ich weiß, du bist krasser Kanye West Fan. Du hast Kanye West krass viel Lob gegeben. Stimmt. Das letzte Mal, als wir da im Park saßen, Ja. Sonne genossen haben, jetzt ist wieder kalt, Jungs. Ja, was hältst du von Kanye West Latest Release? Digga, der hat ja erstmal sein Album 80 Mal umbenannt, ne? Ja, von Wavies zu Switch, ne? Zu The Life of Pablo jetzt, ne? Ja. Also ich habe mir das Album ehrlich gesagt noch nicht richtig ausgiebig gegeben. Es ist ja jetzt, glaube ich, erst vorgestern rausgekommen. Ja. Und hast du es schon komplett durch? Normal, ne? Ja, normal. Ich fand Wolves war sehr heftig. Wolves, So, der war. heftig. Und was wäre ein Shoutout an Kanye's neues Album, wenn nicht die Singles ausgeschaut werden. Party in L.A. Auf jeden Fall, wo man denkt, K-Dot, West. Auf jeden Fall, heftige Produktion ist ganz heftig. sehr hochwertig. Digga, das ganze Album. Also auf jeden Fall abstrakt und hochwertig as fuck natürlich. So. Das gehört ja sowieso, also ist ja sowieso Standard und ja, haben auch heftige Leute mitgearbeitet, ne? Ja. Was sind so, wenn man jetzt mal kurz Muhammad Ali Maliks persönlich Playlist nimmt, was ist da zu sehen, beziehungsweise zu hören? Magic Johnson, Party Next Door, Okay. Drake, ich bin richtig OVO. Auf jeden Fall OVO, geil, also. Sick Guy. Ja, Digga, das Album ist auf jeden Fall für mich auch so nochmal eins der Highlights des Jahres. Mal gucken, wie das Okay. wird. Ne? Also kommt ja im April wahrscheinlich, ne? Ja. Views. Genau. Was höre ich noch? Also Magic Jordan, super krass, ne? Also Ja. gerade upcoming, beziehungsweise eigentlich schon durch die Decke, aber die Leute haben noch nicht richtig den Plan, vor allem hier noch nicht. Auf jeden Fall. Aber kommt. Germany. Ja. Magic ist auf jeden Fall. Ich höre sonst J. Cole viel noch. Vor allem auch noch seine alten Sachen, rauf und runter eigentlich. Wieso auch nicht? Ja, Classic. J. Cole ist der Er war auch jetzt nominated. War er nominiert, Ja, aber nicht gewonnen? nein. Für was war er nominiert? Album? Forest Hill. Boah, war aber harte Konkurrenz zu Kendrick, ne? Finde ich. War, aber ich meine, commercially, ich will jetzt nicht alle Hip-Hop analytisch werden, aber commercially wäre das auch zu erwarten. Die ganze Promo, die um Kendrick gemacht wurde. Ich meine, Shoutout to Kendrick once again for bringing the key to Compton home. Er hat jetzt den Schlüssel zu Compton bekommen, offiziell. Auf jeden Fall, so friends what it is. Und diese ganze Drake-Kampagne und ich weiß nicht, hast du dieses seinen Schuh mitbekommen Von wem meinst du? von Kendrick? Sein Schuh? Sein Kollabo mit Reebok, Nee, Shoutout hab durch ich nicht. Blood and Crips, er hat halt ein Sneakerline rausgebracht, beziehungsweise ein Schuh, wo der rechte Schuh unten mit so einer Bloodprint, So auf Bloods and Crips ja, mäßig. Bloodprint, Pandana Print gemacht wurde und sein länger Schuh quasi als Grip, Oh, okay, mies. Grip Nee, hab ich nicht geahnt. Hab ich nicht Print, gesehen. so, auf
Red and Blue can make green, so. Weißt du? 100 Pro. Und Geil. an dieser Stelle, let's bring the gangbanging to peace. Auf jeden Fall. Grammy auf jeden Fall verdient. Ja. Grammy auf jeden Fall verdient. Und als nächstes Question Mark sozusagen, was die Leute vielleicht auch nicht mitgeschnitten haben, ist, was zum Teufel ist M.A.M.? Also aus 12 kennen die ja jetzt, aus 12 haben wir jetzt gut viel drüber geredet. M.A.M. Du hast immer Hashtag bei deinem offiziellen Schild auch follow him on Instagram. By the way, kannst du mal loswerden, was dein Instagram ist? M.812 ist mein Instagram. Eben, deswegen M.A.M. Was zum Teufel ist M.A.M.? M.A.M. ist die Abkürzung für Muhammad Ali Malik. Also eigentlich ganz einfach. Straight up. Keine Magie dahinter, aber halt einfach kürzer gemacht, bündiger gemacht und lässt noch mehr Spielraum für Experimente, weil Muhammad Ali Malik ist für mich schon sehr vorbelastet mit Conscious Rap, ne? Hip-Hop, so, also Conscious Rap vor allem, so sehr lyrisch lastig, und M.A.M. soll das auch bleiben natürlich, aber bietet mir so ein bisschen die Freiheit, ein bisschen noch andere Sphären zu erkunden, weil ich finde, der Name M.A.M. gibt nichts vor, weißt du? Also der Name M.A.M. könnte jetzt auch in Verbindung gebracht werden, hoffentlich mal mit so Leuten wie Productiv, oder? Digga, das wäre wunderbar. So Leuten wie Game, oder was? An dieser Stelle So Gott will irgendwann, Digga. kurzes Outreach quasi an die Leute. Yo, we functional as tastemaker motherfuckers right here, and West, and all over the world. Please put your spotlights on this man right here and feel his pain. Danke, Bro. Danke, Bro. Auf jeden Fall. Danke, dass du hier bist, ey. Danke dafür, dass du mich hattest hier und Airboys Team. Airboys ist im Gebäude. Airboys ist in Berlin, ab 12. M.A.M. Muhammad Ali Malik. Check die neuen Visuals. Genau. Konfusion auf jeden Fall. Genau. Yeah, man. Thanks for having us. Danke dir, danke euch. Kopfhörer. Hab mich gefreut. Airboys, we out. Bis zum nächsten Mal. So. Ey. 812 Sound. Ey. Ja, ich such mich in der Stille, aber finde mich im Lärm. Hör Gedichte in meinem Innern, doch die Stimme klingt so fern. Kann ich hören, was sie sagt? Nein, ich will mich nicht beschweren. Sag, ich wünschte nur, ich könnte ihr Zufriedenheit gewähren, ey. Denn alles liegt an mir selbst, ich muss mein Leben verändern und sicherstellen, dass ich im nächsten Jahr nicht wieder bin an demselben Punkt. Ey, Mitte 20, Dissonanz, die Zuversicht geblieben. Ja, sie drückt sich an mich, flüstert, das hat Glück so an sich, ey. Ich lasse mich fallen, mein Leben hat irgendwann mal einen Sinn gemacht. Werde ihn finden, um mich dann von allem zu trennen, was mich daran gehindert hat. Ey, folge meinem Traum, endlich habe ich einen festen Entschluss gefasst. Ich werde es schaffen nach oben, ich denke, sie wussten das.